Ihr habt ein Startup und ihr wollt eure Angel-Investoren poolen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Das besprechen wir heute mit Markus in unserer Kanzlei in Köln. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Büschra, ich bin Steuerberaterin und eine Kernkompetenz unserer Kanzlei ist der Startup- und Venture Capital Bereich. Bei uns zu Gast ist heute Markus vom X-Stack. Hallo. Hallo. Ja, was macht X-Stack, Markus? Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Markus, ich bin Geschäftsführer im X-Stack und wir sind so die Kaderschmiede für Startups. Wir bilden Startups aus und wir investieren in Startups mit unserem Wagniskapitalfonds. Markus, ihr seid mit dem X-Stack in viele Startups investiert und sicherlich sammeln sich viele kleine Angel-Investoren über die Zeit an. Da kann man doch schnell den Überblick verlieren, oder? Also genauso wie du sagst, das haben wir wirklich des Öfteren. Also gerade in Finanzierungsrunden hat man dann ganz viele kleine Angels. Ist unheimlich schwierig, in dem Fall Beschlüsse zu fassen und ist auch schwierig für die nächste Investmentrunde. Gerade fürs Daily Doing, wie gesagt, herausfordernd. Und oft kommen Startups dann auch zu uns und fragen, was kann ich denn eigentlich tun, damit das schneller und einfacher geht? Ja klar, Markus, das Problem haben echt viele Startups. Aber wie macht ihr das eigentlich? Also aus der Praxis kennen wir da den Stimmrechtspool. Und das ist besonders wichtig, auch gerade wenn ich an ausländische Investoren denke. Die haben einfach keine Lust, jedes Mal zu warten, bis der kleinste Angel-Investor irgendwann zugestimmt hat. Ja, kriegen wir auch den ausländischen Investoren überhaupt nicht erklärt, ja? Dass alle Gesellschafter zustimmen müssen. Du hast absolut recht. Und ja gut, bei dem Stimmrechtspool, da werden die Stimmrechte einfach gepoolt. Die Angel-Investoren übertragen dann ihre Stimmrechte an einen Poolführer und der übt dann die Stimmrechte aus. Also im Daily Business ist das natürlich super. Das, was du erzählst, Büschra, das kenne ich alles gut. Also haben wir eigentlich an alles gedacht, oder? Grundsätzlich schon, aber mit dem Stimmrechtspool werden nur die Stimmrechte gepoolt und nicht die Gesellschafter. Der Cap-Table ist noch nicht aufgeräumt. Okay, und wie kann ich dann ein Cap-Table aufräumen? Wir können ein Pooling-Vehikel aufsetzen. Wir können die Angel-Investoren in einem Pooling-Vehikel bündeln. Das heißt, das Pooling-Vehikel würde dann die Anteile an dem Startup halten. Okay, aber Pooling-Vehikel klingt ja erstmal total kompliziert, das klingt teuer. Ich habe eine neue Ebene, also auch steuerlich klingt das schwierig. Ja, ist es auch, aber das kann man natürlich alles handeln. Wir müssen dafür zuerst eine Gesellschaft gründen und da ist die geeignetste Form die GmbH und Co. KG. Eine GmbH und Co. KG, verstehe ich, aber was hat es denn für Vorteile? Warum genau so eine Gesellschaft? Bei der GmbH und Co. KG habe ich den Vorteil, dass ich eine Haftungsbegrenzung habe, weil bei der GmbH und Co. KG haftet nur die Komplementären mit ihrem Vermögen und nicht die Investoren. Und ihr möchtet ja nicht benachteiligt werden. Das macht ja total Sinn. Das will ich ja als Investor immer haben, dass ich im Grunde genauso gestellt werde wie alle anderen Investoren und da keine Nachteile habe. Genau, ihr solltet die gleichen Bedingungen haben, so wie wenn ihr unmittelbar an dem Startup beteiligt seid. Okay, und hat das irgendwie steuerliche Auswirkungen? Ich denke, ich ziehe wieder eine weitere Ebene ein. Das ist doch prinzipiell negativ. Grundsätzlich schon. Ich habe steuerlich noch eine Besteuerungsebene geschaffen, weil die GmbH und Co. KG, die ist aufgrund ihrer Form noch gewerbesteuerpflichtig. Steuerlich müssten wir diese Gesellschaft entprägen, um die Gewerbesteuer zu vermeiden. Aber Büschra, das mag ja alles sein, aber das Allerwichtigste ist doch eigentlich, was passiert im Exit? Also werden die Investoren dann anders gestellt? Werde ich als Gründer anders gestellt? Absolut nicht. Im Fall des Exits wird der Veräußerungsgewinn dem Investor direkt zugerechnet. Das bedeutet, wenn er dann noch seine Holdingstruktur hat, dann ist der Veräußerungsertrag zu 95% steuerfrei. Das heißt also, wenn ich wirklich meine Angels zum Beispiel poolen möchte, meine ganzen kleinen Investoren poolen möchte, habe ich 3 große Vorteile, wenn ich eine Gesellschaft gründe. Zum einen, ich habe einen effizienteren Prozess, zum Beispiel in Abstimmungen für Beschlüsse. Zum zweiten, steuerlich sind alle gleichgestellt, also niemand hat Nachteile in so einer Konstruktion. Und zum dritten, der Cap-Table ist aufgeräumt und damit bin ich ready für die nächste Investorenrunde. Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Du hast es auf den Punkt gebracht. Markus, vielen lieben Dank für den wertvollen Austausch und für weitere Details vereinbart gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Liebe Büschra, vielen Dank für das coole Gespräch, hat mir richtig Spaß gemacht. Und euch, danke fürs Zuschauen.
Zeit, eure Angel-Investoren zu bündeln. Das Pooling-Vehikel ist eine beliebte Gestaltung. Entscheidend dabei ist die Gesellschaftsform und die steuerliche Ausgestaltung. Für weitere Details vereinbart gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Unsere Kontaktdaten findet ihr in der Infobox.